Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse am Stand von der Firma Rolalo und die haben heute etwas ganz Großes auf der Messe und zwar den Unimog U4000 als Neuheit. Der fährt auch heute das allererste Mal, habe ich gehört. Der ist jetzt 2 Tage hier nur als Showmodell gestanden und jetzt dürfte das erste Mal fahren. Das Modell ist 86 cm lang, hat ein Zweiganggetriebe, Differential und kann alle 4 Räder antreiben, ist ungefähr 43 cm hoch und ist 37 cm breit und inklusive Spiegel 41 cm breit. Die Ladefläche, habe ich mir vorher auch schon sagen lassen, kann man diese 5 Klappen aufmachen und kann man abklappen. Die Ladefläche selber ist aus Metall, die Klappen sind aus Kunststoff. Mal schauen, ob ich sie wieder einhängen kann. Jetzt rasten es ein. Und die Ladefläche insgesamt, die hat eine Fläche von 49 x 34 cm und die kann einiges laden und das Modell kann auch einiges transportieren. Das zeigen wir danach noch ganz kurz in einem eingeblendeten Video, das wir ungefähr 10 Minuten vorher gemacht haben als Belastungstest. Das Modell hat hier verstellbare Spiegel, mechanisch natürlich nur. Aber es hat innen die Lenkung wirklich funktionstüchtig. Das können wir vielleicht mal zeigen. Ich zeige mir überhaupt mal ganz kurz, der Robert Janich von den... Jetzt muss ich schauen, dass ich ihn scharf kriege. Der Robert Janich von den RC-Freunden Bayerwald, der macht für mich Pilot und der darf das Modell hier fahren. Und das Modell hat also hier gekoppelt mit der Lenkung, dann das Lenkrad, das sich wirklich dreht. Es ist das Armaturenbrett ein bisschen nachgebildet. Mal schauen, ob ich die Beleuchtung hier etwas heller kriege, dass man sieht. Die Federung des Modells ist auch relativ robust. Und insgesamt schätze ich mal, dass das Modell ungefähr 15 Kilo wiegt. Es soll in 2 Varianten ausgeliefert werden. Einmal mit einem Brushmotor mit 15 Stundenkilometer Geschwindigkeit und einmal mit dem Brushless-Motor bis zu 30 Stundenkilometer. Dann haben wir so ein paar elektrische Funktionen. Beleuchtungen haben wir verschiedene Modi. Können wir mal schauen, was wir da alles anmachen können. Und natürlich auch die Rückbeleuchtung. Und dann gibt es noch als kleinen Gag Scheibenwischer. Jedes Mal, wenn man drauf drückt, einmal, vielleicht gibt es dann später, wenn das Modell fertig ist, eine Dauerfunktion. Kann auch sein. Und dann können wir ihn mal fahren lassen, hoffe ich. Er hat ein Zweiganggetriebe, kann also sehr fein auch anfahren und kann dann auch auf freier Strecke wahrscheinlich schneller fahren. Kann dann auch Hindernisse fahren, kann auch über Füße fahren. Haben wir vorher schon mal ausprobiert. Das ist also sehr geländegängig. Also schönen Tag. Ebenso. Viel Spaß auf der Messe, gell? Und jetzt zeige ich nachher kurz, einmal eingeblendet, einen Belastungstest mit der Annie Rollo. Die ist vorhin mal drauf gestanden. Allerdings war das jetzt hier sehr an der Grenze. Die Reifen waren da schon leider sehr platt. Also unendlich viel kann er nicht laden. Aber ich denke mal, 20 Kilo wird er locker transportieren können. Haben wir in dem Test gesehen, dass es sogar mit mehr gegangen ist. Aber das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht zum Vorführen gewesen. Today, one day I can try the Unimog. Just very good. Oh, I enjoy.
Gut, dann haben wir jetzt hier den großen Unimog und jetzt kommen wir dann zu was Kleinen. Hier noch auf der Spielwarenmesse. Es gibt jetzt als Neuheit Driftmodelle, die jetzt hier schon bereit liegen. Fernsteuerung ist jetzt keine Batterie drin, wird jetzt gleich vorbereitet und dann werden wir das jetzt hier auch gleich im Einsatz sehen. So, inzwischen ist hier auch ein bisschen aufgeräumt auf dieser kleinen Vorführanlage dieser Modelle im Maßstab 1:64. Das ist eine neue Serie, die hier kommt, die hier Romy genannt wird. Romy X64 und S64 sind die Titel. Und diese Fahrzeuge, 80 mm lang ist der gelbe und 70 mm ist der rote. Und dann das Ganze ist ein Chassis. Das Chassis ist in der Länge verstellbar. Das heißt, man kann hier 10 mm Unterschied. Man könnte also hier auch verschiedene Eigenaufbauten, eigene Fahrzeuge dann realisieren. Und damit ist das relativ flexibel und kann eben tatsächlich hier mit verkürztem Abstand auch gebaut werden für unterschiedliche Modelle. Wird vielleicht den einen oder anderen Bastler vielleicht auch interessieren. Und jetzt lassen wir mal noch mal einen von den beiden fahren. Die sollen bis zu 9 Meter pro Sekunde schaffen, was natürlich hier auf der kleinen Strecke gar nicht schaffbar ist. Aber vielleicht ist der Robert auch noch mal bereit und lasst noch mal unten auf der Straße fahren. Er soll ja driften und das soll ja hier eine neue Serie sein, Driftfahrzeuge. Und dann schauen wir hier, ob wir das hier auch mal sehen. Ah ja, das driftet ja schon recht schön. Da wird man mit der Kamera fast schwer. Ja, ich fahre einfach ein wenig im Kreis. Ja. Und dann nochmal einen gescheiten Slide. Ja, schön. Ich glaube, der Gummi für die Reifen ist übergegangen. So, ich glaube, ich kann das nicht verfolgen, aber jetzt hier nochmal eine Pirouette. Jetzt sind diese drin. Ah, schön. Gut. Echt schwierig bei den kleinen Autos. Ja, man sieht es fast nicht in der Kamera, aber es ist tatsächlich möglich, dass man hier fahren kann. Fahren auch auf 2,4 GHz und werden auch irgendwann im Sommer mal auf den Markt kommen, denke ich. Ich zeige es jetzt hier nochmal in der Karosserieform aus der Nähe, damit man es mal in aller Ruhe nochmal anschauen kann. Gut, und das war es hier vom Lalo-Stand auf der Spielwarenmesse 2026. Und ich bedanke mich beim Robert Janich hier für das Vorführen der Modelle und fürs Fahren lassen. Sag Servus. Jederzeit gerne.